Hallo! Hallo. Wir sind's wieder. Jetzt gibt's noch ein kleines Intermezzo, eine kurze Ankündigung, bevor das Video losgeht. Ja? Und zwar zur RPC hat die Jenny was für euch. Ja, die Frage der Community war, geht ihr dieses Jahr auf die RPC oder auf die Gamescom? Antwort, ja, wir gehen auf beide, aber privat. Privat, genau. Weil da gibt's unheimlich viele coole Leute auf der RPC. Ja? Das ist sowas wie ein Heimspiel für uns, weil wir halt sehr viele Freunde dort treffen und es einfach eine tolle Messe ist dort. Ne? Und wenn ihr uns da seht, dann sprecht uns ruhig an. Wir werden euch auch die Fragen beantworten, die ihr vielleicht habt oder sowas. Ja. Ja. Und wir werden nicht wie der Gronkh uns verkleiden als der Tod und durch die Menge irgendwie mit dem Finger zeigen, so wie er es gemacht hat. Obwohl? Ja, obwohl. Ja, okay, ich hatte schon mal überlegt, so Cosplay und so, das wäre schon echt geil. Aber es ist auch echt Aufwand. Ne? Ja, vor allem, du musst das alles wieder abschminken, bevor die Party anfängt. Ja, und wir haben keine Ahnung davon eigentlich. Ne? Also es wird schon irgendwie. Ja, das wäre abenteuerlich. Ja. Ja, warum gehen wir da privat hin? Weil wir einfach dieses Jahr noch nichts zu zeigen haben. Und das ist auch ganz schön für uns, denn normalerweise hat man immer so viel zu tun und so viele Termine, dass man immer von einem Ort zum anderen hetzt. Und diesmal haben wir einfach Zeit, uns das selber mal anzugucken. Das ist ganz schön. Also dann viel Spaß jetzt bei der Folge, die jetzt anschließend kommt. Und vielleicht sehen wir uns auf der RPC. Genau. Hallo. Hallo erstmal. Genau, wir sind's wieder, Piranha Becken TV. Und wir haben uns ein ziemlich konkretes und ja, spannendes Thema rausgesucht diesmal aus der Community. Genau. Weil in der ersten Folge hatten wir mal kurz angeregt, darüber zu reden, warum wir kein Motorrad, ein Motorrad habe ich mir eigentlich einfach nur so aus dem Finger gezogen, ich hätte auch Auto sagen können, in Elex eingebaut haben. Und die Community hat lange und breit darüber diskutiert. Offensichtlich haben wir es nicht ausführlich genug erläutert, was das eigentlich bedeutet, so ein Fahrzeug in eine Spielewelt einzubauen. Denn natürlich haben wir uns auch im Vorfeld viele Gedanken darüber gemacht und uns dann am Anfang der Designphase aktiv dagegen entschlossen, so etwas zu tun. Aus vielen Gründen. Und warum und was das bedeutet, das würden wir euch gerne einmal ausführlicher erklären heute. Denn das ist so ein typischer Designprozess, der natürlich vonstatten geht, warum sich ein Entwickler für ein Feature entscheidet oder auch aktiv dagegen, weil man nicht mal eben so etwas ins Spiel einbaut. Meistens wird es dann schlecht. Und warum? Ja, das erzählen wir euch heute. Sollten wir mal vorne anfangen. Warum sollte man in einem Open-World-Rollenspiel wie Elex überhaupt ein Fahrzeug haben wollen? Was hat das für Vorteile? Also, im Grunde genommen ist das Spiel ja so, dass du die ganze Zeit rumläufst, ja, Sachen sammelst für dich selber, dich ausrüstest, das heißt, du hast irgendwie eine Rüstung, die sich immer verbessern soll, du hast eine Waffe, die sich immer verbessern soll, du hast verschiedene Arten, wie du dich wehrst oder Monster plättest, weil ein großer Teil des Spiels ist ja auch Kampf. Dann hast du halt Städte, wo du reinläufst, ja, wo du mit Leuten redest, die ihre Tagesabläufe haben. Dann hast du noch diverse Filmchen, die da so ablaufen. Du kannst sehr lange dich damit beschäftigen, an irgendwelchen Werkbänken Sachen zu craften und so weiter. Du besuchst sehr viele Locations. Du guckst, wie komme ich da jetzt hin? Ah, okay, jetzt muss ich irgendwie den Serpentinenweg hoch und so. Boah, da oben ist eine Burg. Wie komme ich denn da hin? Da muss ich gucken, da unten ist der Fluss, da sind die Monster und so. Das heißt also, das Spiel besteht aus sehr vielen Komponenten, womit sich der Spieler beschäftigen kann. Also das Pacing, was er tut, ja. Und dann kommt man irgendwie vielleicht auf die Idee zu sagen, okay, ich möchte vielleicht nach einer gewissen Spielzeit diese Dinge überbrücken, weil ich möchte mal irgendwann wieder zurück zu einer Location oder ich möchte vielleicht auch mal irgendwo schneller sein oder sowas, ja. Und dann reicht dann vielleicht dieses Reisesystem wie Teleporter oder so nicht aus und dann kommt man auf die Idee, okay, Mittelalter, was macht man da? Ja, als Transportmittel, als zusätzliches Fahrzeug, was man da verwenden möchte, das Pferd. Das hatten wir bei Gothic 3 auch mal angeplant und hatten es dann irgendwann verworfen. Die Welt war sehr groß von Gothic 3, ja. Mittlerweile ist sie sogar 1,5 Mal so groß bei Elex, ja. Und haben trotzdem immer noch kein Pferd oder sowas eingebaut, aber dafür haben wir das Jetpack eingebaut. Das heißt also auch so eine Art von Fahrzeug. Ne? Das heißt also, dass man nicht nur einfach laufen muss und gucken muss, wie komme ich den Serpentinenweg hoch, wie komme ich in den Turm oder sowas, sondern dass man tatsächlich fliegen kann. So. Die Vorteile bei einem Fahrzeug sind, du kannst schnell Strecken überbrücken
und es soll im besten Fall das Fahren oder das Führen eines Fahrzeugs soll Spaß machen. Ne? Also auch ein Pferd reiten oder so. Ja? Wenn du dir mal überlegst, Witcher 3 in Plötze durch die Wege huschen da, so die Bäume ziehen an einem vorbei und so und er ist immer am Meckern mit seinem Pferd. Plötze! Weißt du, wenn es mal irgendwo vorläuft oder so. Das macht Spaß, das ist toll, hat aber sehr viel Impact. Ne? Auf das Gameplay, auf die Welt, auf diverse Dinge. Ja, gibt verschiedene Sachen, die man da bedenken muss. Ein paar davon sprechen wir heute mal an. Es gibt bestimmt noch mehr, aber es fängt ja schon damit an, zu sagen, was kann ich eigentlich auf dem Pferd oder auf dem Fahrrad sag ich schon, ja, Fahrrad ist auch ein schönes Beispiel, oder Motorrad oder in dem Auto. Normalerweise laufe ich durch die Gegend, da steht ein NPC, ich laufe dahin, kann ich ansprechen. Was denn, wenn ich jetzt mit dem Motorrad fahre? Kann ich mit dem Motorrad halten und vom Motorrad aus einen Dialog führen oder vom Pferd? Dann muss ich zusätzliche Kameras zum Beispiel einbauen, die irgendwie auch gewährleisten, dass das nicht total doof aussieht oder dass ich ständig gegen die Tasche gucke, wenn ich von hier oben mit einem NPC spreche. Oder schlimmer noch aus dem Auto heraus, ja, oder solche Dinge. Also kann ich einen Dialog führen. Zweitens kann ich kämpfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich bin auf dem Pferd, Klassiker, ich kann dann vom Pferd aus mit dem Bogen schießen oder mit irgendeiner anderen Waffe oder mit dem Schwert sogar einen mitgeben oder sowas, ne? Wie geil sieht das aus? Welche Animationen brauche ich dafür? Und funktioniert das überhaupt? Also kann das Kampfsystem gewährleisten, dass ich von diesem Fahrzeug aus kämpfen kann. Im Auto ist es ähnlich, ja. Was würde ich als erstes tun wollen im GTA-Style, wenn ich ein Auto habe und durch die Gegend fahre? Ich fahre irgendein Vieh platt. Was passiert dann? Kann ich dann die ganzen Monster einfach überfahren und die sind dann alle tot irgendwie oder fliegen die Ragdoll-mäßig durch die Gegend und geht mein Auto dabei kaputt oder bleibt es ganz? Kann ich das reparieren? Verändert das sein Aussehen oder mache ich mir die Sache einfach und sage, nein, das Auto bleibt immer wie es ist irgendwie, macht das Spaß, macht es das Tuning kaputt? Solche Sachen muss man bedenken. Also, der zweite Punkt ist ganz klar der Kampf. Das dritte Thema ist, was passiert eigentlich, wenn ich in eine bewohnte Gegend komme, ja? Ich kann ja nicht irgendwie, wir haben uns jetzt wochenlang damit beschäftigt, eine schöne Stadt aufzubauen irgendwie und Figuren zu haben, die miteinander reden und dir Dialoge führen, dir Quests geben und so und du fährst einfach mit dem Auto da rein und fährst alle platt. Das ist natürlich jetzt nicht so das, was wir uns vorstellen. Bist du schon beim Auto? Wir waren erst beim Motorrad. Das reicht doch erstmal. Das Motorrad ist ja auch ähnlich. Genau, was passiert denn, wenn ich mit meinem Pferd oder meinem Motorrad oder im schlimmsten Fall mit meinem Auto in ein bewohntes Gebiet komme? Ja, ist es dann so, reagieren die Leute darauf? Werde ich aufgehalten? Kann ich den Türsteher einfach überfahren oder platt treten und laufen die dann hinter mir her und wollen mich aufhalten? Reagieren die Leute in der Stadt? In unserem Spiel ist es ja noch extremer irgendwie. Wir haben ja keine modernen Städte, sondern eher irgendwie diese kaputten, postapokalyptischen oder Fantasiewelten halt. Und ja, wie reagieren die Leute dann da drin? Oder reagieren die vielleicht gar nicht? Will man das nicht? Macht man dann eine unsichtbare Wand dahin, sagt irgendwie, du kannst da reinlaufen, aber nicht, wenn du gerade ein Vehikel benutzt, dann musst du vorher absteigen und das stehen lassen. Das wäre eine Variante. Ist das schön, dass man sowas macht? Oder klaut das an der Stelle wieder Immersion? Und diese Dinge sind nur ein Teil dessen, was man bedenken muss, wenn man so ein Fahrzeug einbaut in ein Spiel. Dann muss man sich fragen, macht das Sinn, macht das Spaß und wollen wir tatsächlich so viel Arbeit investieren für so ein Feature? Und das nächste ist der Level, ne? Ja gut, es gibt ein Beispiel, wo, auch weil du gerade postapokalyptische Welt, Fahrzeuge, Dialoge führen in einer Stadt, kämpfen gegen Monster, Rage. Hat genau das gemacht. Die haben einen Hub gebaut, wo sie eine Stadt hatten, wo du gar nicht fahren konntest. Du hattest eine Garage, ja, und du bist in der Außenwelt abgeschnitten gewesen, da war eine Mauer drumherum und du konntest halt mit dem Sheriff reden und du konntest auch irgendwelche Leute da bequatschen und Missionen annehmen und so weiter. Das heißt, das war so der Stadtbereich. Dann hatten sie einen Bereich, wo man kämpfen konnte. Das heißt also, du bist mit deiner Knarre rumgegangen, zum Beispiel irgendwie unten in die Kanalisation oder du bist an einem anderen Ende der Welt in irgendwelche Türme gelaufen und so und dann konntest du irgendwelche zombieartigen Gegner umballern, ne? Die Level waren recht linear und shootermäßig aufgebaut. Das heißt, du konntest dann da mit deiner Knarre
sozusagen ja eine Mission lösen und so weiter. Und den Rest der Welt, diese Hubs, diese Shooter-Hubs und ich laber mir einen Hubs, die hatten sie irgendwie in die Welt verteilt auf der Weltkarte und der Rest, der war so gemacht, dass du mit dem Fahrzeug rumfahren konntest. Und mit dem Fahrzeug, du konntest auch jederzeit aussteigen, rumlaufen, ja, auch mit der Knarre rumballern, genau wie in den Shooter-Parcours oder auch wie in der Stadt so. Das heißt also, dieses Spiel Rage war dreigeteilt. Ja, das heißt, die hatten 3 verschiedene Arten Spiel in eins gepackt, weil du konntest dein Fahrzeug zum Beispiel aufrüsten, ja, du konntest von deinem Fahrzeug aus irgendwie mit Knarren rumballern auf andere Fahrzeuge, ja, dann gab es halt auch irgendwelche Gegner, die dann kamen, du hattest irgendwelche Rennen, die du fahren konntest, auch in der Stadt konntest du irgendwelche Rennen da fahren und dann bist du halt über diese Welt gefahren und dann hattest du verschiedene Aufgaben, baller die Raider platt oder sowas oder sammel irgendwie die Blips in der und der Zeit, also irgendwelche Rennauto-Missionen, ja. Ja. Und das war so eine Mischung aus Rollenspiel, Rennspiel, postapokalyptischen Shooter-Gedöns und so weiter, ja. Und genau so müsste man das machen, wenn man alles in ein Spiel packen wollen würde, ja, ohne, sag ich jetzt mal, coole Elemente kaputt zu machen. Wie du gerade schon dargestellt hast, wenn man bei uns ein Fahrzeug haben würde, würde man beim Türsteher, der da steht und sagt, du siehst scheiße aus, du kommst hier nicht rein, ja, oder irgendwie, so, ich hau dir jetzt ein paar aufs Maul, dann setzt du dich in dein Fahrzeug und fährst weg oder fährst die um oder... Das heißt, es ist wie die Axt im Walde. Das würde das eigentliche Spiel kaputt machen. Wenn Leute sagen so, okay, ich will jetzt zu den Berserkern gehören und ich möchte gerne der Technik entsagen. Ja, ich meine, bei uns sagt ja auch jeder irgendwie, steckt die Technik weg, wenn er den Adjutor benutzt. Ja? Also es ist einfach zu verlockend, sonst baller ich die alle um mit einem Panzer oder irgendwie so, dann zeige ich dir mal, was die Technik so drauf hat. Ja? Da müsste man irgendwie eine Lösung für finden. Das heißt, man dürfte den Spieler es ja eigentlich nicht erlauben, mit dem Fahrzeug in die Stadt zu fahren, wenn wir da diese Geschichten erzählen wollen und wenn wir deren Tagesabläufe darstellen wollen, weil das würde dann auch jeder machen. Jeder würde mit dem Auto da durchbrettern. So, und das finden wir, das macht irgendwo die Stadt kaputt. So, das Gameplay in der Stadt macht es kaputt. Die Geschichten, die wir da erzählen, die müssten da darauf reagieren und solche Sachen. Und das wollen wir eigentlich gar nicht erzählen. Also würde man es dann nach draußen verlagern. Und dann hat man da so Straßen oder so, ja. Das heißt also, alle diese mit Liebe zum Detail aufgestellten kleinen, vom Pacing her sehr dicht zusammenhängenden Dinge, die wir da bauen, diese kleinen Locations, wo man um die Ecke kommt, oh guck mal, da steht eine Ratte und dies und das, ja, da kommt einer mit dem Wagen vorbei und brettert alles über. Das heißt, die Welt, die würde ganz anders aussehen. Ja, die würde einfach sehr viel leerer sein. Das Pacing wäre viel, viel gestreckter. Man würde eher, ne, wenn man bei Rage beispielsweise aus dem Fahrzeug rausgeht, ja, dann kann man unheimlich lange laufen. Aber das sind halt Strecken. Das ist eine Straße, wo man normalerweise fahren kann. Ist für unser Spiel nicht geeignet. Das heißt also, wir würden so eine Welt, wie Rage sie hat, nicht bauen wollen, weil das nicht zu unserer Art Spiel passt. Außerdem wollen wir auch dem Spieler nicht verbieten, Dinge zu tun an den entsprechenden Gegenden. Das heißt, so Hubs, wo man nur labern kann und Hubs, wo man nur kämpfen kann und Hubs, wo man nur exploren kann oder rumfliegen kann. Das wollen wir nicht. Wir wollen alles in eine Spielwelt packen und es macht es halt notwendig, dass man sagt, man verzichtet auf so eine Art von Fahrzeuge. Und wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, was das wohl sein könnte, wenn man tatsächlich irgendwie Fahrzeuge einbaut oder irgendwelche Vehikel. Ja? Und natürlich hatten wir bei Gothic 3 die Idee, jetzt mal abseits von irgendwelchen Fahrzeugen, wo man schnell irgendwie durch die Gegend und Leute umfährt oder so, Pferde. So, ja. Warum haben wir uns gegen das Pferd entschieden bei Gothic 3? Es war mal geplant, haben wir nicht geschafft. Klar, jeder weiß, dass Gothic 3 eine sehr lange Entwicklungszeit hatte, ja, und dass es sehr groß war. Und dass wir am Ende, sage ich jetzt mal, schon Probleme hatten, das Ding überhaupt irgendwie fertig zu kriegen. Und so ein Pferd hätte noch alles noch verkompliziert. Das heißt, da war noch sehr viel Arbeit zu tun oder hätten wir gemacht so, und es gab wenig Spiele zu dem Zeitpunkt, die Pferde wirklich gut umgesetzt haben, weil es soll ja dann auch aussehen wie ein Pferd und nicht wie ein Vehikel, was irgendwie sehr daherstarkst und so. Und es ist schon nicht einfach, so ein Ding umzusetzen. Auch heute nicht. Ja? Nach so langer Zeit. Das heißt, es ist eine Mischung aus Animationen, ne? 2 Entitäten, der eine, der steigt da drauf und so. Ne? Wenn man sich jetzt mal Witcher anguckt und so, der reitet ja auch auf so vorgefertigten Pfaden durch die Welt, ne? Durch die Open World. Das ist toll, klar. Ne? Aber das ist ein Riesenaufwand
den die betrieben haben, den sie dann auch gut gemacht haben, finde ich. Ja, das macht auch recht Spaß, mit Plötze durch die Gegend zu rasen. Ne? Aber für unsere Welt wäre selbst das nicht toll, weil wir wollen in unserer großen Welt nicht an Freund und Feind vorbei reiten. Ne? Das heißt also unten irgendwie Typen umrennen oder irgendwie sowas. Und sobald du irgendwie so ein Vehikel hast, ja, dann zerstörst du auch Dinge. Und wenn da irgend so ein Passant kommt, dann dir in den Weg stellt, so wie bei GTA, Typen, die auf dem Bürgersteig liefen und so, die irgendwie von der AI her vor den Wagen gesprungen sind. Jeder kennt diese Situation, wer mal Grand Theft Auto gespielt hat. Sowas fanden wir irgendwie nicht cool. So. Deswegen haben wir uns auch gegen solche Dinge entschieden. Wir wollen eine sehr kronkelige Welt bauen. Das heißt also sehr unterschiedlich, eine sehr vertikale Welt, ne? Wo halt sehr schroffe Felsen sind und so ein Kram und so. Und im Pferd würde man sich da irgendwie hochwuchteln, ne? Und das passt einfach nicht so über das Spiel. Also haben wir das Jetpack gewählt. Da haben wir halt gesagt, gut, man kann überall hochfliegen und dann haben wir auch höhere Berge gemacht, höhere Felsen und so, dass man auch tatsächlich an so einem Türsteher vorbeifliegen kann, ne, dass man auch überall hinkommt in der Welt tatsächlich, dass es keine verbotenen Gebiete gibt, weil wir finden es spannender, irgendwo hochfliegen zu können, als mit dem Pferd beispielsweise durch die Welt zu reiten. Oder runter. Ne? Du kürzt super ab, wenn du einfach mal irgendwo runterspringst. Und es war dann einfach die Designentscheidung, konzentrieren wir uns lieber darauf, dass das vernünftig funktioniert. Denn auch für den Levelbereich würde das halt bedeuten, dass er bei einem Ding, das auf der Erde bleibt, ganz anders darauf reagieren muss. Ich meine, allein bei der Spielfigur ist es ja so, dass du ständig darauf achten musst, dass er sich nicht irgendwo festhakelt oder irgendwo langkronkelt oder irgendwo so wie früher irgendwie. Dann hatten wir auch eine Zeit lang eine Open World irgendwie, dann haben die Leute sich auf den Berg gekronkelt. Irgendwann waren sie dann oben. Das ging, aber schön ist das nicht. Ja, und heutzutage machst du das so, dass das halt alles ein bisschen besser aussieht irgendwie und dass er dann auch schön geschmeidig da irgendwie landen kann oder klettern kann. Und solche Sachen, du kommst dann trotzdem überall hin, aber halt mit anderen Mitteln und kannst dann mal abkürzen. Aber das ist eine andere Sache, zu sagen, ach komm, dann cool, du hast ein Jetpack irgendwie, dann können wir da oben ja auf dem Leuchtturm auch irgendwas platzieren, ne? Ja, könnte man machen irgendwie, ja, machen wir das doch mal. Anstatt zu überlegen irgendwie, ja, Leute, irgendwie die Steine, die könnt ihr jetzt aber nicht mehr verteilen, weil das jedes Mal würde das Pferd irgendwie nicht vernünftig darüber laufen irgendwie. Oder du beschäftigst dich irgendwie wochenlang damit, dass das Pferd über jede Größe eines Steins vernünftig laufen kann. Irgendwie. Ja, das ist halt irgendwie nicht das, woran wir Spaß haben. Ne? Das ist nicht das, was wir erzählen wollen. Ja. Gerade in so einer postapokalyptischen Welt, klar, ein Pferd würde Spaß machen, keine Frage. Ne? Aber das ist irgendwie, das passt eher besser zu uns. Genau. Dieses Jetpack-Ding. Und dann haben wir die Zeit genutzt, um auf andere Features zu konzentrieren, nämlich die ihr jetzt tatsächlich auch im Spiel findet, neben dem Jetpack natürlich, dass wir uns um die Inhalte kümmern können, irgendwie welche Geschichten, welche Figuren, welche Quests und welche Mini-Locations man tatsächlich findet. Und das ist dann das, was aus unserer Sicht die Welt auch bereichert und die Menschen dazu bringt, irgendwie weiterzuspielen. Außerdem passt es auch besser zu einer kaputten Welt, finde ich. Ne? Intakte Straßen ist immer so eine Sache. Ja. Ne? Wenn man Walking Dead gesehen hat, ne? Wie die Straßen da aussehen, da fährst du, ja schon, aber da muss man auch irgendwie dann auch streckenweise echt lange Wege, wo nix ist, ne, außer Straße und so, ne, oder eine Riesenwüste wie bei Mad Max oder sowas, ja. Alternative wäre irgendwie, du machst deine Straßen so, die sehen zwar alle schmutzig aus, sind aber intakt irgendwie und du kannst mit dem Auto von der Straße nicht runter, das will ja auch keiner. Ja. Also wenn, dann willst du die komplette Welt bereisen können und nicht nur irgendwie, hey, du kannst jetzt mit dem Auto irgendwie von A nach B fahren und immer von da nach da. Das wäre das Prinzip wie bei Rage, ne. Es gibt halt so ähnlich, Teile, wo man fahren kann und Teile, wo es nicht geht. Ja, und das ist ein Spielprinzip, das wir nicht gerne mögen. Nö, mögen wir nicht, richtig. Ja. Na gut, okay. Wir hoffen, dass das so ein bisschen eure Frage damit beantwortet hat. Ja. Und freuen uns sehr, euch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Tschüss. Schön, dass du wir sagst. Ich glaube, ich habe das erste Mal nicht gezwinkert, als du das gemacht hast. Habe ich dich zu sehr überrascht, ja? So dass meine Reaktion nicht hinterher kam, selbst körperlich nicht. Hallo Jenny. Okay.